We kind of all had stomach aches after we ate that pizza. I can only feel my right side and I can only feel my left side. But when we have stomach aches, it hurts on the opposite side. Abby und Brittany haben die Welt mit ihrer Stärke, Intelligenz und unerschütterlichen Bindung begeistert. Aber jetzt ist ein FBI-Agent mit einem erschreckenden Update aufgetaucht. Aus dem Geflüster sind bestätigte Berichte geworden. Und die Wahrheit, sie ist zutiefst beunruhigend. Bevor wir weitermachen, möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie der Meinung sind, dass die Öffentlichkeit es verdient, zu erfahren, was mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Abby und Brittany wirklich passiert ist. Geben Sie in den Kommentaren 1 für Ja oder 0 für Nein ein. Was genau ist passiert und warum äußert sich ein FBI-Agent nach Jahren des Schweigens jetzt? Bleiben Sie dran, wir verraten es Ihnen gleich jetzt. Die Geschichte der siamesischen Zwillinge Abby und Brittany geht weiter. Abby und Brittany Hensel sind mehr als nur siamesische Zwillinge. Sie sind ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Einigkeit. Jetzt, da sie sich dem Ende ihrer akademischen Laufbahn nähern, sind die Schwestern motivierter denn je, ihre Ambitionen in die Tat umzusetzen. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Anforderungen des College-Lebens zu finden, ist für niemanden eine einfache Aufgabe, aber für Abby und Brittany ist die Schwierigkeit noch größer. Bei der Bewältigung ihres Studiums, ihrer Freundschaften und ihres eigenen Lebensstils ist jeder Tag eine Kombination aus gemeinsamen Erlebnissen und individuellen Aktivitäten der beiden. In dem Moment, in dem es so aussah, als seien sie kurz davor, ihre Ziele zu erreichen, kam es zu einer unerwarteten Katastrophe. Abby war überrascht, als sie plötzlich einen starken Schmerz im Magen verspürte. Auf der anderen Seite hatte Brittany überhaupt keine Gefühle. Obwohl diese Unterbrechung in ihrem Leben üblich war, war sie doch beunruhigend. Obwohl sie demselben Körper entstammen, hat jede von ihnen ihr eigenes Herz und ihren eigenen Verstand, was diesen Moment noch beunruhigender macht. Trotz der Tatsache, dass die Schwestern gelernt hatten, miteinander zu kommunizieren, stellten die Ängste, die Abby jetzt erlebte, eine Bedrohung nicht nur für ihre Gesundheit, sondern auch für ihre gemeinsame Zukunft dar. Sowohl Brittany als auch Abby Hensel reagieren auf diejenigen, die ihnen gegenüber kritisch eingestellt sind. Die siamesischen Zwillinge Brittany und Abby, die in ihrer eigenen Reality-Show auf TLC mitgespielt hatten, kamen so schnell sie konnten zum Arzt. Sie wurden mit einem Aufschrei der Besorgnis von anderen empfangen. Das medizinische Fachpersonal war erstaunt über die Komplexität des Problems, das sie hatten. Ist es möglich, den einen zu heilen, ohne den anderen zu beeinträchtigen? Die Crew arbeitete an möglichen Antworten. Und der Sinn für die Dringlichkeit war offensichtlich. Abbys Krankheit erforderte eine sofortige medizinische Behandlung. Doch bei jeder Entscheidung über die Behandlung musste berücksichtigt werden, dass sie beide zusammenleben. Die Möglichkeit, dass ein einziges Gesundheitsproblem den Verlauf ihres Lebens unwiderruflich verändern könnte, lag in der Luft. Abby und Brittany sind seit ihrer Geburt mit einzigartigen Schwierigkeiten konfrontiert. Jeder Aspekt ihres Lebens, von der Art und Weise, wie sie gehen, bis hin zu ihrer Interaktion mit der Außenwelt, ist ein ständiges Aushandeln von Entscheidungen, die sie gemeinsam getroffen haben. Dadurch, dass sie gelernt haben, ihre Verschiedenheit zu schätzen, haben sie potenzielle Herausforderungen in Chancen für ihre persönliche Entwicklung umgewandelt. Jeden Tag stellen sie unter Beweis, wie stark ihre Zusammenarbeit und ihr Verständnis füreinander sind und zeigen häufig, dass ihre Verbindung über den physischen Bereich hinausgeht. Ihr gemeinsames Leben ist voller Spaß, Entbehrungen und gelegentlichem Ärger, aber immer getragen von einem unerschütterlichen Bekenntnis zueinander für die Dauer ihrer gemeinsamen Existenz. Während ihres Aufenthalts in der Arztpraxis wurde ihnen die Wahrheit über ihr Dilemma bewusst. Dieser Meilenstein hat das Potenzial, ihr Leben völlig zu verändern. Ein chirurgischer Eingriff kann den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben markieren, aber er birgt auch Gefahren, die sie erst jetzt erkennen können. Als sie diesen Punkt erreicht hatten, stützten sich die Schwestern aufeinander
und dachten über das Abenteuer nach, das sie gerade erlebt hatten. Der Gedanke, dass sie in Zukunft vielleicht getrennt werden oder aber trotz ihrer gesundheitlichen Probleme weiterhin zusammenbleiben könnten, hat ihre Entschlossenheit nur noch mehr gestärkt. Die Geschichte von Abby und Brittany ist eine Erzählung voller Hoffnung, Träume und einer unglaublichen Freundschaft, die über das normale Verständnis hinausgeht. Obwohl sie sich auf alles vorbereiten, was auf sie zukommt, ist ihr Engagement nicht ins Wanken geraten. Die Reise, die sie gemeinsam unternehmen, wird immer ein Beweis für die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes sein, ungeachtet der Schwierigkeiten, denen sie auf ihrem Weg begegnen. Ihr Leben ist dabei, ein neues Kapitel zu beginnen. Doch seit ihrer Geburt ist ihr Leben voll von neuen Kapiteln, die sich auftun. Frühes Leben von siamesischen Zwillingen. Mit einer Mischung aus Optimismus und Sorge wurden die Hänselkinder Abby und Brittany bei ihrer Geburt auf der Welt willkommen geheißen. Sie waren von medizinischem Fachpersonal und Familienmitgliedern umgeben, die sich Sorgen über die großen gesundheitlichen Probleme machten, die häufig mit siamesischen Zwillingen einhergehen. In den ersten Tagen ihrer Existenz gab es geflüsterte Debatten über ihre Überlebenschancen und die möglichen Folgen für die Zukunft, die einen Schatten des Zweifels über ihr Leben warfen. Doch trotz ihrer Bedenken ließen sich ihre Eltern nicht beirren, nahmen die Herausforderung mit viel Liebe und Hingabe an und waren fest entschlossen, ihren Mädchen das beste Leben zu bieten, das möglich war. Von klein auf waren Abby und Brittany auf Schritt und Tritt mit Herausforderungen konfrontiert und mussten sich in einer Welt zurechtfinden, die auf ihre einzigartige Art zu leben nicht vorbereitet zu sein schien. Jeder Meilenstein war mit Schwierigkeiten verbunden. Selbst die einfachsten Tätigkeiten wie Anziehen oder Gehen erforderten die Koordination und Zusammenarbeit der Gruppe. Ihre liebevolle Familie konnte diese Herausforderungen jedoch in Entwicklungschancen umwandeln, indem sie eine fürsorgliche Atmosphäre schuf, die den Zwillingen die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen vermittelte. Ihre Eltern bemühten sich sehr darum, dass ihre Mädchen Gefühle der Liebe und Unterstützung erfuhren, und sie vermittelten ihnen ein Selbstbewusstsein, das unabhängig von körperlichen Einschränkungen war. Abby und Brittany konnten während ihrer Schulzeit die Freuden von Freundschaft und Kameradschaft erleben. Sie wurden häufig mit Liebe und Akzeptanz empfangen, obwohl sie neugierigen Blicken und Fragen zu ihrem Körper ausgesetzt waren. Ihre Mitschüler lernten sofort die einzigartigen Eigenschaften der Zwillinge zu schätzen, was zur Bildung von Freundschaften führte, die das Leben der Zwillinge verbesserten. Sie blühten bei schulischen Aktivitäten auf und zeigten ihre einzigartigen Persönlichkeiten, wo immer sie hinkamen, sei es durch die Teilnahme an Leichtathletik oder durch die Beschäftigung mit Kunst und Handwerk. Aufgrund der Tatsache, dass sie siamesische Zwillinge sind, haben sie eine Verbindung, die viel tiefer ist als die anderer eineiiger Zwillinge. Diese Verbindung geht über die körperliche Koordination, die sie gelernt haben, hinaus. Abby ist die extrovertiertere der beiden Zwillinge, und sie ist diejenige, die für ihre Schlagfertigkeit und ihre Fähigkeit, schnell Freunde zu finden, bekannt ist. Brittany hingegen ist eher nachdenklich und kontemplativ und ergreift häufig die Initiative bei ihren gemeinsamen akademischen Bemühungen, was es ihr ermöglicht, ein Gleichgewicht zwischen ihren beiden Interessen zu finden. Alle Augen sind auf Brittany und Abby gerichtet. Im Laufe ihrer Entwicklung wurde das Interesse der Welt an ihren einzigartigen Lebensumständen immer deutlicher. Es dauerte nicht lange, bis die Medien auf sie aufmerksam wurden, was schließlich zu Auftritten in Dokumentarfilmen und Fernsehsendungen führte. Indem sie ihre Geschichte erzählten, konnten Abby und Brittany Barrieren und Vorurteile gegenüber siamesischen Zwillingen abbauen. Das Rampenlicht brachte zwar Schwierigkeiten mit sich, aber es gab ihnen auch die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Sie nutzten ihre Plattform, um anderen etwas beizubringen, und zeigten damit nicht nur ihre Einzigartigkeit, sondern auch die Stärke ihrer Verbindung
zueinander, schwierige medizinische Bedingungen zu bewältigen. Ihr Leben war geprägt von häufigen Arztbesuchen, bei denen sie strengen Behandlungsvorschriften unterworfen wurden, um zu gewährleisten, dass beide Zwillinge die notwendige medizinische Versorgung erhielten, behielten die Ärzte ihre Gesundheit genau im Auge. Abby und Brittany gingen diese Besuche mit Humor und Hilfsbereitschaft an, wobei jedes Mädchen ihre eigene Sichtweise der Dinge einbrachte. Obwohl diese Begegnungen einschüchternd sein können, gingen sie mit einem Sinn für Spaß an. Es wurde zu einem entscheidenden Merkmal ihrer Reise, dass sie trotz der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, Freude entdecken konnten. Ihr ganzes Leben lang wurden sie von Menschen, die ihnen nahestehen, wie Freunden, Lehrern und sogar Menschen, die sie noch nie zuvor getroffen haben, mit Mitgefühl behandelt. Dank dieser Unterstützung waren sie in der Lage, soziale Dynamiken zu bewältigen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln, was von unschätzbarem Wert war. Sie haben bewiesen, dass eine echte Freundschaft über Äußerlichkeiten hinausgeht, indem sie eine Beziehung kultivieren, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Erfahrungen beruht. Im Laufe ihrer Entwicklung kommen Abby und Brittany mit ihrer Individualität zurecht und schätzen gleichzeitig ihre Verbundenheit. Sie sind zwei unterschiedliche Personen, jede mit ihren eigenen Zielen, Ambitionen und Eigenheiten. Ihre Lust, neue Dinge auszuprobieren, wird häufig von Abbys Abenteuerlust beflügelt, während Brittany's Neigung zur Bodenständigkeit dafür sorgt, dass sie ihre Ziele im Auge behalten. Wenn man bedenkt, dass jede der beiden Frauen für eine Hälfte ihres gemeinsamen Körpers verantwortlich ist, funktioniert fast jede einzelne Aktion als gemeinsame Anstrengung. Durch ihre Zusammenarbeit haben sie ein erstaunliches Gleichgewicht erreicht. Das zeigt, dass die Tatsache, dass sie gemeinsam unterwegs sind, ihre Einzigartigkeit nicht beeinträchtigt. Abby und Brittany sind leuchtende Beispiele für Optimismus und Widerstandsfähigkeit in einer Welt, in der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Menschen oft nicht erkannt werden. Die Lebensgeschichte der beiden ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass Liebe, Familie und Freundschaft das Potenzial haben, selbst die schwierigsten Hindernisse zu überwinden. Mehrere chirurgische Eingriffe waren erforderlich, um ihre Gesundheit zu erhalten. Sie haben ein medizinisches Problem, das ziemlich ungewöhnlich ist, was es für das medizinische Personal noch schwieriger macht, ihre Gesundheit zu erhalten. Aber trotz allem haben Abby und Brittany jede einzelne ihrer Erfahrungen überstanden und konnten wieder ein normales Leben führen. Dennoch war dies kaum die schwierigste Zeit ihres Lebens. Zwei Gedanken koexistieren in einem einzigen Körper für beide von ihnen. Eine solche Nähe kann eine Reihe von negativen Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit haben. Das ist ihnen aufgefallen. Abby und Brittany Hensel haben sich erfolgreich in einer Welt bewegt, die voller schwieriger Gefühle und Interaktionen ist, die regelmäßig auftreten und von denen die meisten von uns profitieren. Schon in jungen Jahren haben sie gelernt, sich nicht nur mit Worten zu verständigen, sondern auch die Gefühle des anderen zu verstehen. Diese Verbindung hat trotz gelegentlicher Schwierigkeiten dazu beigetragen, ihre Freundschaft zu vertiefen. Da sie jeden Tag gemeinsam erleben und die Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam durchstehen, haben sie die Fähigkeit entwickelt, Entscheidungen zu treffen, die in ihrem besten Interesse sind. Gemeinsame Entscheidungen für die Zukunft. Als sie die Entscheidung trafen, sich an der Bethel University in Minnesota einzuschreiben, waren sie begierig darauf, die Chancen zu nutzen, die das Universitätsleben ihnen bot. Während des Transfers beherrschte eine Mischung aus Enthusiasmus und Nervosität. Es war für sie ein einzigartiger Kampf, das Gleichgewicht zwischen ihrem Studium und ihren sozialen Aktivitäten zu halten, aber sie waren bereit, jedes Hindernis gemeinsam zu meistern. Auf dem Campus erwartete sie eine neue Welt voller Menschen, die über eine Vielzahl von Erfahrungen verfügten und bereit waren, diese Erfahrungen weiterzugeben. Sowohl Abby als auch Brittany
gingen mit offenem Geist und Herz an ihre College-Erfahrung heran und nahmen aktiv an Studiengruppen und außerschulischen Aktivitäten teil, die ihre einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten hervorhoben. Während Brittany's sorgfältige Herangehensweise dafür sorgte, dass beide ein tiefgreifendes Verständnis der Inhalte hatten, sorgte Abbys enthusiastische Persönlichkeit dafür, dass im Klassenzimmer häufig interessante Debatten entfacht wurden. Jede von ihnen brachte ihre eigene Sichtweise in die Projekte ein, an denen sie gemeinsam arbeiteten, was zu einem schönen Reigen von Ideen führte, die durch ihre Partnerschaft entstanden. Es dauerte nicht lange, bis ihre Dozenten und Studenten ihre Dynamik erkannten und genossen, und sie äußerten häufig, wie ihre Beziehung die Qualität der Gruppenarbeit verbesserte. Die Tatsache, dass sie in der Lage waren, ihre Ansichten ohne Reibungsverluste zu kommunizieren und gleichzeitig die des anderen zu schätzen, wurde zu einem entscheidenden Merkmal ihrer akademischen Leistung. In der dynamischen Atmosphäre des Universitätslebens blühten sie in ihrem sozialen Leben auf. Sie fühlten sich zu anderen hingezogen, die ihre unverbrüchliche Verbindung respektierten, was es ihnen leicht machte, Freundschaften zu schließen. Abby und Brittany wurden an der Bethel University durch ihre Teilnahme an Campusaktivitäten sowie durch ihre Anwesenheit bei Veranstaltungen und ihre Mitgliedschaft in Gruppen zu bekannten Persönlichkeiten. Aufgrund ihres freundlichen Wesens und ihrer ansteckenden Energie waren sie bei ihren Mitschülern sehr beliebt, was es ihnen ermöglichte, dauerhafte Verbindungen zu knüpfen, die zur Verbesserung ihrer Lernerfahrung am College beitrugen. Trotz der Schwierigkeiten, die sie in ihrem physischen Leben hatten, waren Abby und Brittany in der Lage, in ihren akademischen Bestrebungen aufzublühen und während ihres gesamten Aufenthalts an der Universität bemerkenswerte Noten zu erzielen. Sie widmeten sich unbeirrt ihrer Ausbildung und bewiesen damit, dass ihre Entschlossenheit jede Herausforderung überwinden kann. Sie konnten zeigen, dass ihre Einzigartigkeit ihre Talente nicht einschränkte, sondern ihre Erfahrungen bereicherte, indem sie lernten, die Schwierigkeiten des College-Lebens zu meistern. Als sie kurz vor ihrem Abschluss standen, zeigte sich am Ende all ihrer harten Arbeit, wie belastbar sie waren. Ihre gemeinsamen Erfahrungen hatten sie nicht nur zu einer starken Freundschaft zusammengeschweißt, sondern ihnen auch das nötige Rüstzeug mit auf den Weg gegeben, um sich in der Welt zurechtzufinden, wenn sie das College abgeschlossen hatten. Jede einzelne Entscheidung, die sie trafen, war Ausdruck ihres Zusammenhalts. Sie waren bei jeder Entscheidung füreinander da und sorgten dafür, dass ihre beiden Meinungen berücksichtigt und gewürdigt wurden. Die Hindernisse, mit denen sie auf ihrem Weg konfrontiert wurden, waren gewaltig, aber durch ihre Zusammenarbeit konnten sie potenzielle Schwierigkeiten in Chancen für ihr inneres Wachstum umwandeln. Durch ihre Partnerschaft lernten sie, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und kompromissbereit zu sein. Beides wichtige Lektionen für ihre zukünftigen Unternehmungen. Ein neues Kapitel in ihrem Leben. Als Abby und Brittany in die nächste Phase ihres Lebens eintraten, strotzten sie vor Optimismus und Enthusiasmus. Sie hatten sich mit ihren Sorgen auseinandergesetzt, ihre Unterschiede akzeptiert und waren als Einheit gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgegangen. Ihre Beziehung war mehr als nur die Tatsache, dass sie einen Körper teilten. Es war eine tiefe Verbindung, die ihre Identitäten formte und ihnen die Möglichkeit gab, ihre Ziele zu verfolgen. Sie hatten die Zukunft fest im Blick und waren bereit, Hand in Hand alles anzugehen, was vor ihnen lag, und wollten der Welt ihren Stempel aufdrücken. Sie haben begonnen, als Vorschullehrerinnen zu arbeiten. Ein Beruf, den sie mit Leidenschaft ausüben, und eine Position, die perfekt zu ihrer Persönlichkeit passt. Es reicht nicht aus zu sagen, dass Abby und Brittany Pädagogen sind. Sie sind auch sehr motivierende Persönlichkeiten im Klassenzimmer. Gemeinsam bringen sie ihren Kindern Naturwissenschaften, Mathematik und andere wichtige Lebenskompetenzen bei und ermutigen ihre Schüler, als Team zusammenzuarbeiten. Jeden Tag bei der Arbeit sind sie mit anderen Hindernissen konfrontiert. Obwohl sie als siamesische Zwillinge
eine außergewöhnliche Verwandtschaft teilen. Der Lehrerberuf kann sehr anspruchsvoll sein, und Abby und Brittany sehen sich häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die für andere nur schwer nachvollziehbar sein könnten. Aufgrund ihrer körperlichen Ungleichheit müssen sie ständig miteinander kommunizieren und sich abstimmen, was selbst die einfachsten Aufgaben erschwert. Sie meistern diese Situation mit Gelassenheit und Hartnäckigkeit und zeigen ihren Kindern, wie wichtig es ist, beharrlich zu sein, zusammenzuarbeiten und Hindernisse zu überwinden. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, verpflichten sich Abby und Brittany, unermüdlich zu arbeiten, um im Leben ihrer Schüler einen unauslöschlichen Eindruck zu hinterlassen. Sie werden die Welt wirklich zum Positiven verändern und das Leben der Menschen auf eine Weise beeinflussen, wie es jemand wie ich, der nur eine Person ist, niemals könnte. Sie setzen sich dafür ein, dass jedes Kind sein volles Potenzial ausschöpfen kann, da sie der Überzeugung sind, dass jedes Kind die Fähigkeit hat, Großes zu leisten. Ihre Methode schafft eine einladende und ermutigende Atmosphäre im Klassenzimmer, in der die Kinder lernen und forschen können, ohne Angst zu haben, beurteilt zu werden. Während die Kinder die besonderen Fähigkeiten von Abby und Brittany kennenlernen, erkennen sie, dass die Tatsache, dass sie siamesische Zwillinge sind, ihre Möglichkeiten nicht einschränkt. Die Zwillinge verfügen über bemerkenswerte Fähigkeiten in den Bereichen Kunst, Musik und Problemlösung und zeigen, dass alles möglich ist, wenn man bereit ist, sich anzustrengen und kreativ zu sein. Die Schüler lernen die Vielfalt und die Bedeutung der Zusammenarbeit zu schätzen und erfahren, dass jeder etwas Wertvolles beizutragen hat. Abby und Brittany vermitteln nicht nur Wissen über akademische Themen, sondern lehren auch wichtige Lebenslektionen wie Ausdauer und Akzeptanz durch die Leidenschaft und Hingabe, die sie in ihre Arbeit einbringen. Auf diese Weise zeigen sie ihren Kindern, dass Unterschiede auch Stärken sein können und dass sie jede Herausforderung überwinden können, wenn sie zusammenarbeiten. Doch das war noch nicht das Ende der Geschichte. Neugierde auf ihr Privatleben. Sowohl Abby als auch Brittany haben sich in den Augen der Öffentlichkeit als leuchtende Vorbilder für Hartnäckigkeit und Ausdauer erwiesen. Die Tatsache, dass sie siamesische Zwillinge sind, hat sie zu vielen Zweifeln über ihr Leben, ihre Beziehungen und ihre Liebe sowie über die Familienplanung veranlasst. Es ist nicht so, dass sie diesen Themen aus dem Weg gehen, sondern sie gehen offen und ehrlich damit um und geben Einblicke in die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Durch ihren Wunsch, sich mitzuteilen, sind sie zu Persönlichkeiten geworden, mit denen sich viele Menschen identifizieren können, was es anderen ermöglicht hat, die Menschlichkeit zu erkennen, die sich hinter ihren bemerkenswerten Umständen verbirgt. Im Laufe ihrer Reise sind sie über die Grenzen des Klassenzimmers hinaus in die Welt der Dokumentarfilme und Fernsehsendungen vorgedrungen, wo sie das Publikum mit ihren inspirierenden Erzählungen in ihren Bann gezogen haben. Die Botschaft der Akzeptanz und des Verständnisses, die sie verbreiten, wurde durch jede ihrer Präsentationen weiter unterstützt. Sowohl Abby als auch Brittany sind großartige Vorbilder für andere und inspirieren andere dazu, Menschen mit Behinderungen in jedem Aspekt ihres Lebens zu akzeptieren. Sie betonen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinen körperlichen Unterschieden, das Recht hat, seine Ziele zu verfolgen und dass dieses Recht respektiert werden sollte. Durch den Einsatz von Technologie und einer alternativen Denkweise bin ich zu dem Schluss gekommen, dass meine Behinderung in Wirklichkeit zu meiner Fähigkeit geworden ist. Meine Verletzlichkeit ist in den letzten Jahren meiner Stärke gewichen. Aufgrund ihres Engagements sind sie in der Lage, Vorurteile in Frage zu stellen und eine neue Generation zu motivieren, über das äußere Erscheinungsbild einer Person hinauszuschauen. Sie sind der Meinung, dass ausnahmslos alle Menschen, auch Menschen mit Behinderungen, in die Gesellschaft einbezogen und geschätzt werden sollten. Ihre Geschichte hat viele Menschen dazu inspiriert, für eine akzeptierende Gesellschaft zu kämpfen. Ihre Geschichte zeigt, dass Akzeptanz
zu einer vielfältigeren und reichhaltigeren Gesellschaft führen kann. Abby und Brittany sind nicht nur für ihr Engagement bekannt, sondern auch für ihre gewagten modischen Entscheidungen, die sie stets treffen. Ihr einzigartiger Stil steht für Selbstbewusstsein und zeigt, dass die Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, unabhängig vom Zustand des Einzelnen wichtig ist. Sie sind der Meinung, dass es bei der Mode nicht nur darum geht, sich anzuziehen, sondern vielmehr darum, der Welt die eigene Identität zu zeigen. Die farbenfrohe Kleidung und die innovativen Stile, die sie tragen, spiegeln ihre Persönlichkeit wider und haben die Fähigkeit, als starke Botschaft an andere zu wirken, ihre Originalität anzunehmen. Modetipp Nummer 1 von Abby und Brittany Hensel. Man muss schöne Hemden zu guten Hosen tragen, keine guten Hosen zu T-Shirts. Darüber hinaus nutzen Abby und Brittany ihre Positionen, um sich für ein gerechteres System einzusetzen, das Menschen mit Behinderungen gerecht wird, indem sie sich aktiv für eine Politik einsetzen, die Barrierefreiheit und Gleichberechtigung fördert. Kämpfen sie für Reformen in einer Vielzahl von Branchen, unter anderem im Bildungs- und Beschäftigungsbereich. Andere werden durch ihre Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, die viele Menschen anspricht, dazu inspiriert, sich dem Kampf für eine gleichberechtigtere Gesellschaft anzuschließen. Durch ihre Arbeit machen sie darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, diejenigen zu verstehen und zu unterstützen, die bestimmte Schwierigkeiten haben. Sowohl Abby als auch Brittany erinnern daran, dass jeder die Fähigkeit hat, einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Sie ermutigen zu offenen Gesprächen über Behinderung, Liebe und Beziehungen, was dazu beiträgt, Barrieren abzubauen und die Akzeptanz von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Auf ihrer Reise geht es nicht nur um ihr Leben als siamesische Zwillinge, sondern auch um eine größere Bewegung für Veränderungen. Abby und Brittany inspirieren zahlreiche Menschen dazu, Vielfalt zu schätzen und für Inklusion einzutreten. Sie ermutigen andere, indem sie ihre Geschichte erzählen und sich für das einsetzen, woran sie glauben. Da sie die Gesellschaft lehren, die Bedeutung jedes Einzelnen anzuerkennen, unabhängig von seinen Talenten, ist ihr Einfluss weit über die Grenzen ihrer Klassenzimmer hinaus zu spüren. Die Geschichte von Abby und Brittany erstrahlt in einer Gesellschaft, die sich häufig auf Grenzen konzentriert, in neuem Glanz. Sie zeigt, dass mit Liebe, Entschlossenheit und Tapferkeit alles möglich ist. Sie sind nicht nur Vorbilder, sondern auch Befürworter der Akzeptanz und zeigen, dass unsere Vielfalt uns zusammenbringen kann, anstatt uns noch mehr zu spalten. Durch ihr Leben und ihre Arbeit motivieren und ermutigen sie weiterhin andere und hinterlassen so einen unauslöschlichen Eindruck im Leben künftiger Generationen. Die Lebensgeschichte von Abby und Brittany ist ein wundervolles Abenteuer, das sowohl von Schwierigkeiten als auch von Erfolgen geprägt ist. Seit ihrer Geburt waren sie aufgrund der Tatsache, dass sie siamesische Zwillinge sind, mit schwierigen medizinischen Umständen konfrontiert. Wenn sich eine befruchtete Eizelle während der frühen Entwicklungsphase im Mutterleib nicht vollständig von der anderen Eizelle trennt, werden siamesische Zwillinge geboren. Dieses ungewöhnliche Ereignis kann zu einer Reihe von verschiedenen Arten von siamesischen Zwillingen führen, je nach Art und Ort der Verbindung. Es gibt verschiedene Arten von siamesischen Zwillingen, thoracopagale Zwillinge, die an der Brust zusammengewachsen sind, und omphalopagale Zwillinge, die am Bauch zusammengewachsen sind. Diese beiden Arten von Zwillingen sind an der Brust verbunden. Was die Komplexität betrifft, so sind Craniopagus Zwillinge, die am Kopf verbunden sind, die komplizierteste Variante. Da eine chirurgische Trennung extrem gefährlich sein kann und nicht immer erfolgreich ist, sind diese verschiedenen Arten von siamesischen Zwillingen mit einer Vielzahl von medizinischen Problemen konfrontiert. Der Prozess der Trennung von siamesischen Zwillingen ist äußerst gefährlich und erfordert viel Zeit. Wenn die Operation durchgeführt wird, sind nur noch 60% der getrennten Patienten am Leben. Bei der Entscheidung,
ob siamesische Zwillinge getrennt werden sollen oder nicht, führt eine Gruppe von Ärzten in der Regel eine gründliche Untersuchung durch, bei der sie die möglichen Vorteile gegen die damit verbundenen Gefahren abwägen. Bei diesem Entscheidungsprozess müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter die gemeinsamen Organe der Zwillinge und ihr allgemeiner Gesundheitszustand. Siamesische Zwillinge können nicht immer voneinander getrennt werden. So ist die Situation von Abby und Brittany eher außergewöhnlich. Sie sind in der Lage, in ihrem jetzigen Zustand zu gedeihen, weil sie einen gemeinsamen Körper haben, aber unterschiedliche Köpfe und Organe, die zu ihrer Individualität beitragen. Andererseits teilen sich kraniophage Zwillinge häufig wichtige Hirnregionen in ihrem Körper, was eine Trennung äußerst schwierig und potenziell gefährlich macht. In vielen Fällen sind die Lebensaussichten von siamesischen Neugeborenen sehr unterschiedlich. Einige Studien gehen davon aus, dass über 70% der siamesischen Zwillinge das Säuglingsalter überleben. Dennoch haben viele dieser Zwillinge erhebliche gesundheitliche Probleme. Im Laufe ihres Lebens wurden Abby und Brittany mit einer Vielzahl medizinischer Herausforderungen konfrontiert, darunter auch chirurgische Eingriffe, um ihre unterschiedliche Anatomie zu korrigieren. Angesichts der extremen Schwierigkeiten haben sie ein außergewöhnliches Maß an Mut und Entschlossenheit bewiesen. Während sie aufwuchsen, waren sie häufig großen Prüfungen ausgesetzt, dennoch erkannten und akzeptierten sie, wer sie waren, und unterstützten sich gegenseitig bei allen Schwierigkeiten. Auf ihrer Reise wird die Bedeutung von Widerstandsfähigkeit und die Stärke der Liebe zwischen Geschwistern deutlich. Trotz der Herausforderungen, mit denen siamesische Zwillinge häufig konfrontiert sind, ist es Abby und Brittany gelungen, ihre Erfahrungen in eine Quelle der Motivation für sich selbst zu verwandeln. Sie sind nicht nur als Überlebende hervorgegangen, sondern haben sich auch als Aktivisten für die Integration und das Verständnis von Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet. Ihre Erzählungen zeigen, wie sie sich sowohl intellektuell als auch persönlich weiterentwickelt haben und so weit gekommen sind, dass sie heute wirksame Erzieher sind und anderen als Beispiel dienen. Ihre Entschlossenheit, ein sinnvolles Leben zu führen, hat bei vielen Menschen Anklang gefunden. Aus ihren Handlungen geht klar hervor, dass die Tatsache, dass sie zusammengewachsen sind, nicht ihren Wert oder ihr Potenzial bestimmt. Sie zeigen, dass jeder Einzelne in der Lage ist, seine Ziele trotz aller Hindernisse zu erreichen, wenn er sich anstrengt und sich mit Menschen umgibt, die ihn unterstützen. Das Leben von Abby und Brittany ist eine ergreifende Erinnerung daran, dass Resilienz eine ausgesprochen menschliche Eigenschaft ist. Sie sind nach wie vor eine Inspiration für andere. Und während sie das tun, drängen sie auf Akzeptanz und zelebrieren die Vielfalt und fordern die Gesellschaft auf, diejenigen zu akzeptieren, die nicht in das traditionelle Modell passen. Ihre Aktionen machen nicht nur auf die Herausforderungen aufmerksam, die mit dem Zusammenwachsen von Zwillingen verbunden sind, sondern auch auf die Notwendigkeit, Menschen mit Beeinträchtigungen anzuerkennen und zu unterstützen. In einer Welt, in der die besonderen Schwierigkeiten, mit denen siamesische Zwillinge zu kämpfen haben, manchmal nicht erkannt werden, sind Abby und Brittany ein Beispiel für Optimismus und Widerstandsfähigkeit. Ihre Geschichte ist ein Beweis für die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes und die Bedeutung der Beziehungen zwischen Familien. Aufgrund ihrer Erfahrungen erinnern sie uns alle daran, wie großartig die Vielfalt sein kann und welche außergewöhnlichen Dinge man erreichen kann, wenn man sich einfach weigert, aufzugeben. Mit ihrer Geschichte haben sie gezeigt, dass es möglich ist, auch in schwierigen Situationen erfolgreich zu sein, denn sie ist ein starkes Zeugnis der Widerstandsfähigkeit. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht nicht der Ruhm, es geht um zwei junge Frauen, die alle Widrigkeiten überwunden haben, nur um festzustellen, dass ihr Vertrauen möglicherweise missbraucht wurde. Die Enthüllung des FBI-Agenten wirft große Fragen auf. Wer schützt wirklich die Menschen, die im Rampenlicht stehen, und wie viele Geschichten sind noch verborgen? Sind Sie der Meinung,
dass Abby und Brittany sich zu Wort melden und für sich selbst sprechen sollten. Oder sollten sie in Ruhe gelassen werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Wir wollen Ihre Stimme hören. Wenn Sie diese Geschichte berührt oder zum Nachdenken darüber angeregt hat, wie wir Menschen in der Öffentlichkeit behandeln, gefällt Ihnen dieses Video, abonnieren Sie es und klicken Sie auf das Glockensymbol, denn hinter jeder Geschichte steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht.